treffen sich ein Pionier der Medizintechnik und eine renommierte Digitalagentur, um gemeinsam die Mission Headless CMS zu starten. So könnte man den Plot für die Vorgeschichte des Webinars beschreiben, zu dem ich Sie heute ganz herzlich begrüßen darf. Herzlich willkommen. Mein Name ist Moritz Olmert, ich bin Content Manager bei Maconomy und begleite Sie heute als Host. Der Innovator BrainLab stand vor einer großen Herausforderung, denn qualitativ hochwertigen Content zu präsentieren bedeutet gleichzeitig auch hohe Anforderungen an ein maßgeschneidertes Content-Management-System. Zukunftssicher sollte es sein und agil. Mit den Digitalprofis von Schalk & Friends hatte das Unternehmen schnell seinen Partner in Crime gefunden und deshalb sind wir heute hier. Bevor ich Ihnen gleich unser Referentenduo vorstellen darf, noch einige organisatorische Hinweise vorab. Sie, liebe Zuschauer, haben für die gesamte Dauer des Webinars die Möglichkeit, Ihre Fragen anonym in den Chat zu stellen. Im Q&A nach dem Vortrag können wir diese dann gemeinsam mit unseren beiden Experten direkt klären. Und weil die Frage sicherlich kommen wird, die Aufzeichnung dieses Webinars erhalten Sie im Nachgang alle automatisch in Ihr E-Mail-Postfach. Jetzt habe ich aber lange genug geredet und darf Ihnen unsere beiden Referenten vorstellen, die Ihnen heute die BrainLab Story näher bringen. Direkt im Studio nebenan stehen sie bereits in den Startlöchern. Zum einen habe ich die Freude, mit Georg Obermeier, den Technical Evangelist von Schalk & Friends, zu begrüßen. Zum anderen freuen wir uns gemeinsam auf den Input von Jakob Barth-Christner, den Head of Digital Channels bei BrainLab. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Ich will euch gar nicht länger aufhalten. The stage is yours. Vielen Dank und auch von uns einen wunderschönen guten Morgen. Danke, dass wir heute hier sein dürfen. Genau, wir sind heute hier, um gemeinsam die letzten 12 Monate ein bisschen Revue passieren zu lassen und gemeinsam über das Thema Headless CMS bei BrainLab zu sprechen. Headless CMS ist ein Thema, das schon länger in der Welt rumgeistert, aber nichtsdestotrotz glauben wir, dass BrainLab mit der einen oder anderen speziellen, spannenden Anforderung und dem einen oder anderen spannenden Feature um die Ecke gekommen ist, das wir gebraucht haben, um die Herausforderungen zu lösen, vor denen wir standen und stehen. Und da wollen wir euch heute mit auf diese Reise mitnehmen. Genau. Damit noch einmal kurz gesagt ist, wer wir sind. Mein Name ist Jakob Barth-Christner. Zusammen mit meinem Team betreue ich die digitalen Marketingaktivitäten und die digitalen Kanäle bei BrainLab. Und im Rahmen dieses Projekts war ich der Product Owner. Genau, mein Name ist Georg Obermeier. Ich bin Technical Evangelist bei Schalk & Friends und bin in dieser Funktion immer so an dieser Schnittstelle, wo sich die Technik mit dem ganzen Rest trifft, also meistens mit dem Business trifft. Und in diesem Projekt war ich für die Konzeption und für die Softwarearchitektur mit verantwortlich. Ein paar Worte zum Einstieg auch noch zu Schalk & Friends. Wir sind eine Digitalagentur in München. 65 Kolleginnen und Kollegen arbeiten bei uns, alle in München vor Ort. Uns gibt es seit über 25 Jahren, was natürlich für eine Digitalagentur ein sehr langer Zeitraum ist. Also wir haben quasi für digitale Medien viele Dinge mitgemacht, viele Trends kommen und gehen sehen und dann sehr, sehr langjähriges Verständnis natürlich von Digitalmedienproduktion. Wir denken digitale Medien immer end-to-end, das heißt, wir schauen von der Konzeption ausgehend, von der Positionierung der Marke, von der technischen Strategie ausgehend, dann bis hin zur Umsetzung. Wir haben sehr viel Plattform-Know-how, Content-Management-Systeme und so weiter und natürlich auch die kreative Umsetzung in kommunikativen Konzepten und digitalen Medien. Wir tun das für eine sehr breite Range an Kunden im B2B-Bereich, im B2C-Bereich, für alle möglichen Größenordnungen an Kunden. Und ein Kunde, für den wir eben schon sehr langjährig und sehr, sehr tief zusammenarbeiten, sehr, sehr viel gemacht haben, ist eben BrainLab. Wunderbar. Bevor wir loslegen und inhaltlich reinsteigen, auch noch ein Wort zu BrainLab. Wir sind seit knapp 35 Jahren am Markt tätig. Unsere Hauptbereiche liegen in der Medizintechnik, in der Chirurgie und in der Radiochirurgie. In beiden Bereichen liefern wir sowohl Software- als auch Hardwarelösungen. Über die Jahre sind wir stark gewachsen und heute sind wir verteilt über 6 Unternehmen, knapp 2400 Mitarbeiter an 25 Standorten weltweit. Und um auch den Impact ein bisschen auszumachen, wir haben über 15.000 Systeme bis heute installieren können in 6.700 Krankenhäusern und haben damit knapp 21 Millionen Patienten behandeln können. Genau. Damit wir auch noch ein bisschen drüber reden, wie diese Beziehung Schalk & Friends BrainLab zustande gekommen ist, wie das Ganze begonnen hat, dann geht auch die Reise zurück ins Jahr 2019. Damals hat BrainLab und Schalk & Friends gemeinsam beschlossen, enger zusammenzuarbeiten. Und man hat sich gemeinsam dazu entschlossen, ein integriertes Agenturmodell zu machen. Das heißt, heute ist es so, dass Schalk & Friends
mit einem Digitalteam bei uns im Haus Teil unserer Marketingstruktur ist, Teil unserer Marketingteams ist. Wir arbeiten in den gleichen Büros. Wenn wir Themen haben, die wir besprechen müssen, dann gehen wir über den Gang ins nächste Büro und können uns gemeinsam abstimmen, was ich glaube auch schon vorneweg für dieses Projekt eins der essentiellsten Punkte war. Wir können uns schnell und direkt abstimmen. Wir haben eine agile Art und Weise, miteinander zu kommunizieren. Genau. Und jetzt gehen wir rein, wenn wir uns anschauen, wo wir sind, wo wir waren. Vor knapp 12 Monaten haben wir uns getroffen in einem unserer Konferenzräume und haben uns tief in die Augen geschaut und gesagt, der Status quo, das Aktuelle, was wir gerade haben, das beginnt nicht mehr für uns das funktioniert nicht mehr für uns. Das ist nicht mehr das, was wir wollen. Wir haben ein CMS, das ist mittlerweile veraltet, das ist über die Jahre gewachsen, das wird komplexer, das wird schwieriger. Zunehmend kämpfen wir kämpfen wir in meinem Team damit, die Seiten wirklich so online zu bekommen, wie wir das wollen. Und wir merken einfach, das, was wir da haben, ist nicht mehr zeitgemäß für uns. Desto länger dieses CMS auch existiert und gewachsen ist, desto komplexer wurden die Lösungen. Das heißt, auch auf der anderen Seite in unserem Digitalteam ist es so, dass die Entwicklungen länger brauchen, dass wir uns schwerer tun damit. Und am Ende des Tages sind wir an einem Punkt rausgekommen, wo wir sagen, das, was wir da haben, hat nicht mehr die Flexibilität, die wir brauchen, um in die Zukunft zu schauen und um den Herausforderungen, die uns der Markt und auch das Unternehmen stellt, irgendwie noch gerecht zu werden und die zeitgemäß auch zu behandeln. Genau. Auf der Unternehmensseite ist es bei BrainLab schon immer so gewesen, dass wir einen wahnsinnig hohen Anspruch an Branding haben, dass das, was wir da versuchen zu produzieren für unsere Produkte im visuellen Bereich und in der Marktkommunikation, sehr anspruchsvoll ist und dementsprechend auch dieser Anspruch sich ins Digitale widerspiegelt und dieser Anspruch auch im Digitalen gelebt werden soll. Dazu kommt, dass wir über die Jahre gewachsen sind. Es kommen Firmen dazu, Aufkäufe, Ausgliederungen im Endeffekt. Und mit jeder Firma, die dazukommt, haben wir eine neue Marke und wir haben einen neuen Marketingakteur, der sich auf einmal auf unserer Landschaft bewegt. Und als letztes haben wir auch eine immer wachsende Marketingarchitektur. Das heißt, wir haben mehr und mehr Services, mehr und mehr Solutions, die an den Start gehen, die Teil unserer größeren Architektur werden und da irgendwie berücksichtigt werden müssen. Und genauso kommt mit der Größe des Unternehmens auch eine Vielzahl an Themen dazu, wie jetzt ein Kulturprogramm bei uns im Haus, das dann auf einmal auch behandelt werden möchte und einen Teil in der digitalen Kommunikation finden möchte. Genau. Und wenn wir dann noch ein bisschen weiter rausgehen, wenn wir uns den Markt anschauen, jetzt im digitalen Marketing, dann ist, glaube ich, der eine große Trend, den wir jetzt alle auf jeden Fall schon mal gehört haben, das Thema KI, aber auch das Thema KI ist was man jetzt einfach nicht aus den Augen verlieren darf, was als Megatrend existiert und wo man sich auch schauen muss, wie tritt man da heran, wie ist das Teil dessen, was wir in der digitalen digitalen Kommunikation machen. Als zweites ganz klar die Personalisierung bei Inhalten. Die Personalisierung von Inhalten ist, glaube ich, im B2C-Bereich schon viel, viel länger, viel, viel weiter ausgebreitet, aber auch im B2B-Bereich ist das mehr und mehr einfach ein Standard, der vom Kunden vorausgesetzt wird und erwartet wird. Und auch da gilt es quasi, dass die digitale Struktur erlaubt, diesem Anspruch gerecht zu werden. Und als letztes, das, was wir eben durch eine wachsende Marketing-Architektur einfach auch sehen, ist natürlich einfach, wir haben viel spezialisiertere Marketing-Apps auch auf dem Markt. Wir haben Einzellösungen, die quasi Teil einer größeren Struktur werden wollen, Microservices, die sich in dieses Gesamtkonstrukt einfinden wollen. Und aus dieser Situation heraus und mit der Betrachtung von dem sind wir vor knapp 12 Monaten haben wir uns getroffen und haben gesagt, wir brauchen was Neues, wir brauchen eine zukunftssichere Lösung, die es uns erlaubt, dass wir Webseiten und die Contents in diesen Webseiten und die unterschiedlichen Marken und Designs irgendwie einfach flexibel realisieren können. Dafür brauchen wir eine Lösung. Genau, und was haben wir dann gemacht, eben auf Basis von diesen technologischen und von diesen strategischen Anforderungen? Nun, wir haben einerseits eine Architektur eben geschaffen, um mehrere Brands, um mehrere Webseiten abbilden zu können. Dafür haben wir ein zentrales Headless Content Management System etabliert, das eben als zentrale Instanz im Backend fungiert. Und wir haben dann auf der anderen Seite einen zentralen Modulbaukasten erarbeitet, wo wir auch wieder hergegangen sind und die Konfiguration, also die ganze Definition von Layouts quasi getrennt haben von dem eigentlichen Brand und dieser Brandgestaltung, dem Brand-Skin quasi. Das heißt, wir haben hier eine Trennung erreicht zwischen diesen beiden Welten
und dann eben auch verschiedenen Frontends. Also wir haben eine Architektur geschaffen, die es uns ermöglicht, sehr, sehr einfach verschiedenste Frontends für Webseiten, für Brands, für diese Themen quasi auszurollen. Wir haben das dann zweitens integriert in eine sehr, sehr große Marketing- und Prozesslandschaft, wo verschiedenste Systeme angebunden werden müssen und wo wir einfach eine hohe Dynamik in der Landschaft haben, wo eben verschiedenste Querverbindungen existieren. Und auch da war es uns sehr, sehr wichtig, ein Framework zu schaffen, wie wir diese anderen Systeme sehr einfach und sehr, sehr agil integrieren können. Und wir haben drittens die Weichen gestellt, um im Backend und im Frontend die Potenziale von AI zu heben. Das heißt, wir haben AI strategisch in allen Bereichen, in allen Ebenen integriert, sowohl eben für die Redakteure im Backend als auch für die Nutzer der Webseite. Und diese drei Bereiche wollen wir uns jetzt etwas genauer anschauen. Zuerst eben das Schaffen einer zentralen Instanz, einer zentralen Lösung im Backend, um dann eben mehrere Brands, mehrere Webseiten ausrollen zu können. Der zentrale Kern dafür ist eben ein solches Headless Content Management System. Und zuerst, was ist denn eigentlich Headless? Das ist ja auch so ein Begriff, den man gerne hört, wenn es um Technologie geht, wenn die in Agenturen auch gerne verwenden. Und im Kern geht es darum, dass wir Backend und Frontend voneinander trennen und dass wir zwei separate Systeme schaffen, die quasi unabhängig voneinander existieren können. Das hat natürlich viele technische Implikationen, warum man sowas machen möchte, viele technische Vorteile. Aber spannend ist natürlich, was bringt es einem Unternehmen, was bringt es der Marketingabteilung? Und im Kern bringt es mehr Agilität, es bringt mehr Dynamik rein und mehr Flexibilität, um smarte Lösungen umsetzen zu können. Das heißt, ich habe durch die Trennung der beiden Systeme ein einfacheres Setup und ich bin agiler und schneller in der Lage, um coole Lösungen zu bauen in diesen beiden Welten. Und was wir dadurch schaffen ist, wir haben jetzt eine Architektur, um sehr flexibel Multisites in diesem Multi-Brand-System ausrollen zu können. Wir haben andererseits eine sehr smarte Integration von Backend und Frontend geschaffen, wo wir die kreativen Potenziale in so einem digitalen Storytelling auch ganz anders ausschöpfen und entfalten lassen können. Und wir haben drittens auch einen neuen Blick auf die Inhalte geschaffen, indem wir Inhalte intelligent miteinander verknüpfen und eben Querverbindungen und Automatisierungen zwischen den Inhalten schaffen. Genau. Und um da ein bisschen einzusteigen, um da ein bisschen näher reinzugehen, schauen wir uns als erstes einmal kurz an, wo wir heute stehen im Endeffekt. Das sind die unterschiedlichen, also ganz links oben sehen Sie brainlab.com, danach kommen unsere Tochterunternehmen und auf der rechten Seite sehen Sie eher thematische Webseiten für unser Kulturprogramm und unser Social Program. Alles in allem ein Mischmasch aus unterschiedlichen Designs, aus unterschiedlichen Darstellungsformen, aus unterschiedlichen Marken und im Kern keine Konsistenz, die wir irgendwie herstellen können, keine Wiedererkennung, die wir schaffen wollen. Und das Ziel für unser CMS war es nicht nur im Endeffekt die Art und Weise, wie wir für die brainlab.com, wie wir für unsere Hauptwebseite im Endeffekt Contentpflege, Content-Kuration durchführen, zu revolutionieren, sondern diese einheitliche Visualisierung auch auf unsere Marken und auch auf unsere thematischen Webseiten zu bringen. Das heißt, das, was wir da begonnen haben, was das Headless CMS, das wir auf die Beine gestellt haben, war von Anfang an mit dem Ziel ausgelegt, dass es nicht nur eine Webseite ist, sondern dass es mehrere, dass es ein immer wachsendes Universum aus Webseiten sein wird, mit unterschiedlichen Marken, mit unterschiedlichen Designs, die alle aber auf einer Basis aufbauen. Und das Ziel dahinter war, nicht nur im Endeffekt diese Vereinheitlichung zu schaffen, sondern auch für jedes Thema, das aufkommt, wo man sagt, hier braucht man jetzt doch wieder eine Website oder eine Lösung, das Ganze digital zu kommunizieren, nicht wieder in die nächste langatmige Setup-Phase von einem CMS zu gehen, wo man versucht, hier irgendwie eine Lösung zu finden, sondern zu sagen, man hat eine standardisierte Lösung parat, die schnell und einfach direkt diese Sachen auf die Beine stellen kann. Und damit haben wir quasi jetzt eine Basis geschaffen, dass wir sagen, wir haben 5 Marken, wir haben 3 Themen heute, die wir quasi mit einer Lösung und einer technischen Implementierung in einem Modulbaukasten realisieren. Das heißt, wir haben die maximale Brandkonformität über unsere Webseiten hinweg, wir haben eine Konsistenz, auch in der Userführung, auch in der Verwebung der Webseiten und final müssen wir uns nicht mehr um jede dieser Marken alleine kümmern, sondern wir sind in der Lage, dass wir sowohl in der technischen Implementierung als auch in der Weiterentwicklung im Endeffekt Synergien nutzen können, dass alles, was wir tun, im Endeffekt sich auf all diese Marken und auf all diese Webseiten einzahlen wird. Und genauso auch in der Standardisierung, wenn wir neue Leute haben, wenn unsere Submarken, Tochterunternehmen im Endeffekt neue
neue Kollegen bekommen, dann haben wir hier immer ein standardisiertes Onboarding, mit dem wir alle Leute an Bord holen. Genau. Genau, und auf dieser Basis haben wir dann im Backend versucht, einen Layout-Builder zu bauen, der uns ermöglicht, solche digitalen Stories noch anders zu erzählen, als das bisher der Fall war. Wir sehen hier in dem Video einen Ausschnitt aus dem Backend, so sieht das quasi aus, unser Content-Management-System. Und wir sehen hier einfach mal den Ablauf. Ich ändere in der Seite ein Bild, ich ändere Texte, ich baue neue Sachen ein. Und das zeigt hier ganz schön, was wir mit dem Storybuilder erreichen wollten. Wir wollten nämlich wirklich einen kreativen und interaktiven Layout-Baukasten schaffen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eben die Konfiguration. Wir erstellen quasi hier die Gestaltung, die Inhalte. Und wir sehen dann in dieser linken Seite immer direkt das Frontend. Und das ist das echte Frontend. Das heißt, wir sehen hier nicht irgendwie eine Visualisierung, irgendwie ein Fake oder so, sondern wir sehen hier wirklich das echte Frontend. Und wenn ich etwas ändere in meiner Konfiguration, in meinem Content Management, dann sehe ich in Echtzeit direkt, wie sich das Ganze verhält. Und ich kann dieses Frontend auch wirklich verändern. Also ich kann die Buttons drücken, ich kann Formulare ausfüllen, ich kann Scrollytelling erleben, Scroll-Effekte irgendwie verstehen, ich kann interaktiv das Ganze machen, ich kann es auch responsive testen. Und damit schaffen wir einen ganz anderen kreativen Ansatz, wie wir damit arbeiten können. Wir haben einerseits natürlich wieder diesen Modulbaukasten, der uns im Rahmen des Corporate Designs, im Rahmen des Brandings quasi so Roadblocks vorgibt, in denen wir uns bewegen können. Wir haben keinen komplett flexiblen Layout-Baukasten, wo man jetzt irgendwie alle Schriftgrößen und Abstände flexibel steuern kann, sondern wir haben schon eine Definition, was wir im Namen des Brands quasi erlauben und ermöglichen. Aber wir haben trotzdem einen enormen Flexibilitätsgrad in dem Ganzen drin. Und durch diese Echtzeitvorschau des Ganzen bekomme ich da viel mehr Kreativität, als das vorher der Fall war. Ich kann direkt sehen, wie das Ganze aussieht, wie sich das Ganze verhält und bekomme so irgendwie einen explorativen Ansatz und bin in der Lage, so ein digitales Narrativ eben extrem schnell und extrem flexibel aufzubauen. Und das sorgt dann am Ende auch dafür, dass ich mich hier auf das Wesentliche quasi konzentrieren kann. Also wie erzähle ich jetzt die Geschichte, wie gehe ich jetzt damit um und wie baue ich die digitale Story hier am besten auf. Genau. Und das war etwas, was schon am Anfang des Projekts für uns total klar war, dass das Ziel sein muss, dass wir auf der einen Seite einen Modulbaukasten haben, der restriktiv ist, der jetzt im Endeffekt gewisse Standards vorgibt, in denen wir arbeiten wollen, der gleichzeitig auch Ausprägungen mit sich bringt, das heißt eine gewisse Komplexität, die ein reines Editieren im Frontend jetzt zum Beispiel nicht erlauben würde. Aber gleichzeitig war uns immer klar, dass das visuelle Feedback, dass das Auge auf das, wie es am Ende des Tages aussieht, das Essentielle sein muss in der Pflege der Inhalte. Dass wir alle unsere Online-Editoren dazu bringen wollen, dass sie quasi schnell und einfach auch entscheiden können, ob das gerade wirklich die richtige Darstellung für den Inhalt ist. Und potenziell auch mit unseren Kollegen in der Texterstellung oder im Design im Endeffekt in einer kollaborativen Art und Weise die Inhalte erstellen können. Genau. Und auch das Ganze, was Sie jetzt gerade sehen hier, dass man das Ganze eben nicht nur immer aus der Desktop-Sicht betrachtet, dass man sich nicht immer nur das anschaut, was jetzt gerade da ist, sondern dass man auch immer schnell und direkt die Möglichkeit hat, da den Check zu machen, wie das Ganze denn sich auch auf den anderen Geräten auswirkt, weil am Ende des Tages ist es eben nicht nur eine Auflösung und eine Größe, auf die wir optimieren wollen. Genau. Jetzt hatte ich vorab schon gesagt, dass unser CMS veraltet ist und dass es nicht mehr das Einfachste ist, um die Seiten live zu bekommen und die Seiten auch so live zu bekommen, dass sie auch in allen Devices am Ende des Tages sauber funktionieren. Aber das, was wir jetzt auch in der Content-Migration und in der Erstellung der ersten 9 Seiten im CMS auch gemerkt haben, ist, dass wir einfach wahnsinnig viel schneller sind. Dass wir hier nicht mehr diesen Kampf gegen das System haben, die Seiten live zu bekommen, sondern dass wir am Ende des Tages wirklich uns viel mehr darum bemühen können, kontinuierlich die Inhalte und die Darstellung zu optimieren und uns zu überlegen, ob das auch wirklich das Beste ist, was wir tun, als im Endeffekt nur zu schauen, dass wir es live bekommen. Genau. Das heißt, was wir sichergestellt haben, ist am Ende des Tages, dass wir einfach Fokus in der Kreativität schaffen, dass wir uns darauf konzentrieren können, das Beste aus unseren Inhalten rauszuholen und das Beste in der Darstellung für unsere Inhalte zu finden und nicht mehr im Endeffekt nur die Seiten live zu stellen. Genau, Kreativität ist das eine, was wir erreichen wollten. Wir wollten aber auch mehr Intelligenz in unseren Inhalten erreichen.
Und dafür haben wir versucht, einen guten Mix zu finden aus strukturierten Daten und Layout-Building. Weil es eben auch darum geht, wenn ich heute Layouts baue, dann ist es oft sehr schnell wieder veraltet, weil sich Gestaltungen verändern, weil sich Layouts verändern. Das heißt, wir haben da versucht, eine hohe Zukunftsfähigkeit zu erreichen, wie wir unsere Inhalte erfassen und anlegen und die eben nicht so sehr mit dem Layout zu verbinden. Und im Kern geht es darum, dass wir ein Set an robusten Taxonomien haben, also solchen Bedeutungslabels, die jetzt Inhalte einordnen, die Inhalte klassifizieren. Und dass wir diese Taxonomien auch wieder so designt, so entwickelt haben, dass die mitwachsen können. Wir haben jetzt diverse Domänen, die wir quasi inhaltlich gerade abdecken, aber es werden weitere inhaltliche Themen dazukommen mit den weiteren Marken, weitere inhaltliche Schwerpunkte werden sich setzen. Und da haben wir auch das Setup quasi schon so gewählt, dass wir das skalieren können. Und dann verbinden wir diese Taxonomien eben mit unseren strukturierten und unstrukturierten Daten und können so eben quasi alles miteinander verbinden. Also wir können ein Event mit einem Webinar verbinden, eine Pressemitteilung mit einem Research-Artikel und können so quasi ein Content-Netzwerk aufbauen, das auch weit über die eigene einzelne Webseite hinausgeht, weil wir auch verschiedene Webseiten wieder haben und auch da wieder Querverbindungen aufbauen können und quasi so ein sehr, sehr großes Content-Netzwerk, eine sehr, sehr umfangreiche Content-Architektur in der ganzen Gruppe, im kompletten Konzern quasi erreichen können. Warum machen wir das? Wir machen das, weil wir in der Pflege natürlich so ein enormes Automatisierungspotenzial freisetzen. Wir schaffen es, dass wir irgendwelche Teaserleisten automatisch aufbauen können, irgendwelche Feeds an Inhalten automatisch generieren können. Wir können Related Content Module automatisch aufbauen und sinnvoll mit Inhalt bepflegen. Wir schaffen dann natürlich für unsere Redakteure einen hohen Peace of Mind. Wir haben eine sehr, sehr komplexe und große Webseite. Und wenn ich heute an einem Ende der Webseite was ändere, dann muss ich mich eben jetzt nicht mehr darum kümmern, dass es an allen anderen Ecken auch richtig gespiegelt wird, dass Inhalte irgendwo anders auch konsistent sind, sondern die Webseite kümmert sich selbst darum, weil wir eben den Inhalt so intelligent miteinander verknüpft haben und da eben die Konsistenz quasi in sich schon sichergestellt ist. Und wir machen das natürlich auch, um die User Experience zu verbessern. Also mit einer guten Taxonomie, mit unserer Content-Architektur legen wir eben den Grundstein auch für Personalisierung und für sehr intelligente Ausgaben von Inhalten eben auf Basis des aktuellen Nutzerkontextes. Was uns dann natürlich dazu bringt, dass dieses Content-Management-System und diese Backend- und Frontend-Architektur, dass die nicht in einem Vakuum existieren, sondern die sind immer Teil einer größeren Landschaft. Und bei BrainLab haben wir es da wirklich mit einer sehr, sehr umfangreichen und großen Landschaft an Tools und Applikationen zu tun. Und zwar sowohl im Marketing als auch im ganzen Unternehmen. Wir haben ein zentrales Management von Assets. Wir haben es mit einem sehr regulierten Environment zu tun, wo ich eben gesetzgeberische, regulatorische Vorgaben habe, die ich einhalten muss in der Content-Erstellung und im Content-Governance-Prozess, im Lebenszyklus des Inhalts. Wir müssen Kundendaten integrieren und auch aggregieren, um die User Experience weiter zu verbessern. Und wir haben natürlich verschiedenste Business-Applikationen, die eine hohe Relevanz für das Marketing haben und die auch eben integriert werden in die Kommunikation. Erstes Thema eben zentrales Asset Management. Wir haben ein zentrales DAM-System, ein Digital Asset Management System für die Verwaltung von Bildern und von Dokumenten, wo wir auch verschiedenste externe Portale darüber ableiten, um eben diese Assets auch öffentlich oder halböffentlich bereitzustellen. Wir haben einen Video Storage Service, wo wir Videos quasi speichern können, Videos verwalten können und danach ausliefern können, streamen können über eine Streaming-Plattform. Und das Ganze integrieren wir auch wieder nahtlos in unser Content-Management-System. Auch hier wieder ein kleines Video, wie das aussieht. Wir integrieren diese ganzen DAM-Systeme in das Content-Management-System, aber nicht indem wir einen Import machen, sondern indem dass wir die Daten direkt nativ integrieren. Wir duplizieren nicht irgendwelche Daten, sondern wir binden die quasi direkt in das System ein und machen die so wieder zugänglich. Und das ist auch ein enormer Zeitsaver und eine sehr, sehr nahtlose Integration in die Gesamtplattform. Und das Content-Management-System liefert natürlich auch wiederum Daten an andere Systeme ab. Diese Taxonomien, die wir gerade gezeigt haben, die verwalten wir zentral auch im CMS und übergeben sie wieder über eine API, über eine Schnittstelle an andere Systeme und schaffen es so auch wieder, dass wir in der ganzen Landschaft quasi ein einheitliches Taxonomiekonzept haben und dass wir immer, wenn wir von Inhalten sprechen, immer wenn es darum geht, irgendwelche Ableitungen vorzunehmen,
auf einer einheitlichen Basis quasi unsere Taxonomien und unsere Inhalte einordnen und bewerten können. Genau. Und jetzt haben wir uns angeschaut, wie wir die Inhalte erstellen, wie wir quasi die Inhalte kuratieren und wir haben kurz einen Blick in unsere Medienverwaltung geworfen. Und jetzt ist es so, dass wir als MedTech-Unternehmen stark reguliert sind. Das heißt, das, was wir an Inhalten kommunizieren wollen, muss geprüft werden. Das läuft durch diverse Instanzen durch, bis das Ganze quasi erstmal gepublished werden kann. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, einen standardisierten Weg herzustellen, mit dem wir quasi unsere Inhalte freigeben lassen. Und zwar nicht nur von einer Person, sondern von diversen Stellen innerhalb eines Prozesses. Und abhängig davon, welche Inhalte, von welchen Inhalten wir reden, müssen wir dann potenziell auch noch Einzelstellen wie Finance zum Beispiel dazu holen. Genau. Das heißt, hier war das Ziel, immer einen einfachen Workflow zu schaffen, der immer gleich ist und der quasi den einfachsten Weg für die Nutzer darstellt, diese Inhalte freizugeben. Das heißt, jede Änderung an der Seite beginnt bei uns quasi mit einer neuen Revision, die wir öffnen wollen. Das heißt, hier beginnt der Online-Editor quasi damit, dass er eine Revision öffnet und erstmal erklärt, was er daran eigentlich tun möchte. Dann passiert die Änderung an den Daten, die wir vorhin schon gesehen haben. Und dann beginnen wir quasi durch den Approval-Prozess durchzulaufen und die unterschiedlichen Stellen zu approven. Diese dieser Stellen, hier sehen wir jetzt den SEO-Check, führen quasi ihre Tätigkeit durch, kommentieren das Ganze und geben das Ganze weiter. Und nach dem Proofreading läuft das Ganze dann in die nicht mehr editierenden Rollen rein, wo wir dann quasi wirklich nur noch die Möglichkeit haben, uns die Inhalte anzuschauen. Aber es sind nicht nur die Inhalte, die wir sehen wollen, sondern dadurch, dass wir den iFrame haben, der das Frontend ausgibt, können wir natürlich auch einfach das alte Frontend dazu holen. Das heißt, wir können hier einen Versionenvergleich darstellen. Das heißt, die Leute, die jetzt heute die Inhalte abnehmen müssen, können quasi sich einfach hinstellen und diese zwei Seiten miteinander vergleichen und da im Endeffekt auch schneller und einfacher einsehen, wo die Änderungen an den Inhalten stattgefunden haben. Genau. Auf der einen Seite der große Vorteil natürlich für unsere freigebenden Rollen im Endeffekt, weil sie hier den visuellen Vergleich haben. Auf der anderen Seite für uns natürlich auch ein riesiger Vorteil, weil alle Änderungen, die wir haben, sind immer Teil einer Versionierung, sind immer dokumentiert, haben immer einen kompletten Paper Trail, welche Änderungen daran vorgenommen wurden, aber können auch im Falle von falschen Änderungen im Endeffekt einfach zurückgerollt werden und im Endeffekt wiederhergestellt werden. Genau. Aber damit natürlich nicht genug. Jetzt haben wir im Kern ein Headless CMS gebaut, aber es war immer klar, dass es nicht nur eben das Headless CMS ist, das wir bauen, sondern dass wir eine Lösung bauen, mit der wir Webseiten darstellen wollen, mit der wir Webseiten gestalten wollen, die Teile einer größeren Landschaft bei uns werden. Und der nächste Schritt ist dann natürlich zu sagen, wir richten den Blick Richtung Kundendaten, Richtung der Daten, die wir heute haben wollen, Richtung der Daten, die wir am dringendsten aggregieren wollen im Endeffekt, um zu verstehen, was unsere Kunden interessiert und was unsere Kunden sehen wollen. Das heißt, das CMS in sich ist quasi mit unserem Identity Management verbunden, das wiederum mit unserem CRM-System verbunden ist. Und die drei Systeme leben voneinander und befruchten sich untereinander. Das CMS selbst gilt als Taktgeber der Taxonomie. Das heißt, hier haben wir die meisten Inhalte, hier haben wir die größte Verwebung der Inhalte über Tags, über die Taxonomie, aber diese Inhalte sind auch quasi weitergegeben an ein CRM-System, damit wir auf einer geteilten Datenbasis quasi Daten erheben. Und dann geht das Ganze natürlich weiter rein in unsere E-Mail-Marketing-Aktivitäten, in unsere WhatsApp-Kommunikation, die wir durchführen, mit der Zielsetzung, dass all diese Systeme miteinander verknüpft sind, dass wir nie ein rein monolithisches System im Zentrum bauen wollen, sondern langfristig eher auf eine orchestrierte Marketinglandschaft zugehen. Egal, wo der User gerade sich befindet, wir kennen ihn, wir wissen auf Basis einer einheitlichen Taxonomie, wo er quasi ist und können ihm dementsprechend auch wieder die Inhalte ausgeben, die ihn interessieren. Genau, und wenn man quasi bei Kundendaten ist, dann ist der Sprung in Richtung dem breiteren Business-Kontext auch schon sehr, sehr naheliegend. Und auch hier ist das Content-Management-System als Plattform eben so designt, dass wir relativ einfach und sehr, sehr agil eben Inhalte und Themen in Austrittssystemen integrieren und übernehmen können. Wir haben hier in dem Beispiel den BrainLab Impact Counter, eine, finde ich, sehr, sehr coole Anwendung,
die verschiedenste Verkaufsdaten, Nutzungsstatistiken aggregiert und so quasi den Impact berechnet über die Anwendung der Produkte und wie viele Patienten damit quasi in Berührung gekommen sind. Und um solche Zahlen zu berechnen, das können Sie sich sicher auch vorstellen, braucht es natürlich ein sehr, sehr breites Kontext an Business-Daten, die wir dort zusammenführen und am Schluss eben diese Werte liefern. Und dafür haben wir eben auch wieder ein Framework geschaffen, um solche Dinge cool integrieren zu können. Und natürlich geht es noch viel, viel weiter. Wir haben zum Beispiel eine Eventverwaltung in SharePoint, wo Events angelegt und aufgebaut werden. Wir haben dann ein eigenes Attendee-Management-Tool für diese Events, wo weitere Konfigurationen und Aufbereitungen und auch Business-Logik zu diesen Events durchgeführt werden kann. Und auch diese Themen übernehmen wir wieder in das Content-Management-System, haben dann eine Schnittstelle, eine Anbindung, um eben die kommunikative Aufbereitung und Anreicherung der Events dann in Richtung Ausgabe und Kommunikation sicherzustellen. Wir integrieren aber zum Beispiel auch Patentdaten oder regulatorische Angaben aus Drittsystemen, weil wir zum Beispiel aus gesetzgeberischen Gründen bestimmte Dinge darstellen und kommunizieren müssen. Und auch da haben wir wieder Schnittstellen geschaffen. Und in all diesen Fällen erreichen wir eben mit der schlanken Headless-Architektur eine sehr, sehr hohe Dynamik. Und diese Dynamik ermöglicht es uns eben relativ schnell und sehr, sehr agil auf neue Geschäftsanforderungen eingehen zu können, die eben am laufenden Band eigentlich entstehen und immer wieder neu quasi das Produkt natürlich voranpushen und diese Dinge dann wieder kommunikativ auch aufzubereiten, was wir dann natürlich im CMS sehr, sehr gut tun können. Und dann geht das Ganze natürlich noch weiter, denn auch der Bereich AI, wir kennen das alle, wir sind jeden Tag wahrscheinlich damit konfrontiert, dass da unglaublich viel momentan passiert und auch für uns ist der natürlich hochrelevant. Und wir haben AI schon von Beginn an in die Plattform mit eingedacht und eingebaut und integriert. Das heißt, AI ist Teil unserer strategischen Vision für diese Content-Management-Plattform. Es ist also ein Headless CMS powered by AI. Das heißt, wir integrieren AI sowohl in das Backend, um eben die Experience hier für die Redakteure, für die Content Manager zu verbessern und für das Marketing die Experience nach vorne zu pushen. Wir integrieren das aber natürlich auch auf der Nutzersicht. Das heißt, wie können unsere Nutzer davon profitieren? Wie können wir die Customer Journey mit AI-Mitteln neu denken, neu aufbauen? Und bei all dem geht es natürlich immer darum, dass es schneller geht wie vorher, dass es einfacher wird, dass wir wieder mehr Wirkung erzielen. Aber es geht vor allen Dingen auch darum, dass wir relevanter und persönlicher kommunizieren können und dass wir mit dem, wie wir mit unseren Nutzern interagieren, auch wieder das nächste Level erreichen und noch viel näher und viel wirkungsvoller und persönlicher an unsere Nutzer rankommen. Deshalb haben wir auch da wieder 3 Aspekte quasi, die wir im AI-Bereich besonders relevant finden. Das ist einerseits Content Analytics und Auswertungen. Dann geht es andererseits darum, Content Creation, also wie erzeugen wir Inhalte, aber auch wie adaptieren wir Inhalte, zum Beispiel in Form von Translations oder Adaptionen für andere Aufbereitungsformen. Und dann natürlich in Richtung Nutzer gedacht, wie können wir die Inhalte noch relevanter machen und noch zielgerichteter und punktgenauer quasi zu unseren Nutzern bringen. Und auch da wird uns AI enorm helfen. Und bei allem ist für uns eigentlich entscheidend, dass wir AI mehr wie so eine Commodity denken, so wie Elektrizität. Es ist einfach was, was jetzt zu einem grundlegenden Rohstoff wird, der alles, was wir tun, eigentlich durchdringt und der auf allen Ebenen eine Einbindung erfährt und somit das Produkt und die ganze Plattform quasi auf die nächste Stufe hebt. Genau. Und als Teil dieser Vision haben wir uns Teile davon rausgenommen, wo wir gesagt haben, die sind schon heute Realität. Teile davon sind weiterhin das, wo wir darauf abzielen und wo wir hinwollen damit. Wir leben inhaltlich, stehen wir vor der Herausforderung, dass viele unserer Produkte und unsere Produktseiten inhaltlich eine hohe Komplexität haben und nicht einfach nur durch AI komplett geschrieben werden können oder gestaltet werden können. Das heißt, für uns war immer der Weg aus einer für uns war der Weg immer aus einer gemeinsamen Lösung von manueller Pflege, von Erstellung von Seiten und aus einer Hilfestellung durch AI heraus dieses CMS zu betrachten. Für uns war klar, dass wir nie einfach nur ein Interface bekommen, wo wir quasi Prompts reinschreiben und daraus entstehen Webseiten. Und der erste
zu Teilen offensichtliche Punkt, aber trotzdem auch ein zeitsparender Punkt ist einfach die Pflege von SEO-Inhalten, die Optimierung von SEO-Inhalten. Also sowohl quasi das ganze Erstellen, automatische Befüllen der Metainformationen auf Basis von der Seiteninhalte über AI, aber auch das Ganze eines SEO-Audits. Das heißt, zu prüfen, wie ist die Seite denn, wo können wir denn noch Optimierung machen? Und das Ganze quasi auch schon, die während wir die Inhalte und die Seiten erstellen. Und als zweites dann natürlich, wenn wir wirklich in die Inhaltspflege selbst reingehen, natürlich die Optimierung der Inhalte. Das heißt auch hier wieder die Sichtung, was können wir noch verbessern auf Basis von unseren Editorial Guides, auf Basis von unserer Tonality. Wo können wir zum Beispiel an den Headlines noch Optimierungen machen? Wo können wir zum Beispiel an den Texten noch Optimierungen machen? Immer auf der Basis von real erstellten Texten. Aber dann natürlich auch weitergehend in die anderen Sprachen rein. Muss ja nicht nur Englisch sein. Kann ja auch eine automatische Übersetzung in die anderen Sprachen sein. Auch unsere Übersetzungen sind reguliert. Das heißt, auch hier findet nochmal eine Prüfung statt. Und dann kann man auch hier natürlich einfach überlegen, ob man sie automatisch übersetzt und dann im Endeffekt prüfen lässt im Nachhinein. Und von dort kann man dann natürlich weiter in die Zukunft wandern und weiter rein in Images und Assets, die quasi auch automatisch generiert werden können, an Stellen, wo es Sinn ergibt. Keine Key Visuals, keine absolut relevanten Stellen, aber später in den Seiten. Genau. Und um das alles noch einmal kurz zusammenzufassen, wir haben uns quasi angeschaut, wie wir gemeinsam hier angeschaut, wie wir ein CMS gebaut haben, ein Headless CMS gebaut haben, das immer darauf ausgerichtet war, mehrere Seiten zu beinhalten, mehrere Websites gleichzeitig zu betreuen und zu bedienen, das aber gleichzeitig auch immer Teil einer größeren Landschaft sein soll, das quasi nie einfach nur alleine dasteht und sich alleine verwalten soll und nie als der Monolith dasteht, den CMS-Systeme gerne mal werden. Das quasi die Mediendaten bezieht, das Kundendaten bezieht, das aber auch Business-Applikationen aus dem tiefen Kern der Organisation herausnimmt und damit quasi Inhalte erstellt oder darstellt. Und dazu dann natürlich auch noch wie die Zukunft für das Ganze aussieht, wo wir hinwandern wollen mit AI, wo wir quasi die Zukunft darin sehen in der Erstellung. Genau. Vielleicht noch ein paar Worte. Sicher interessiert manche von Ihnen auch, mit was wurde denn das technisch gebaut? Wir haben ja auch ein paar Screenshots gezeigt. Und hier deswegen ein kurzer Überblick über die Technologien unserer Wahl, die wir eingesetzt haben. Wir haben uns beim Content Management System für Kirby entschieden. Kirby ist ein sehr schlankes Framework CMS, also ein sehr auf Anpassung ausgelegtes Content Management System, das wir eben genau deswegen gewählt haben, weil wir eben hier sehr viele spezifische Anforderungen auch integrieren mussten. Und deswegen wollten wir ein CMS finden, das uns nicht, gegen das wir nicht arbeiten müssen, wenn es eben darum geht, das anpassen zu müssen. Und da hat uns Kirby eben mit diesem Framework-Ansatz sehr, sehr stark geholfen. Es ist auch ein CMS, das sehr stark auf Performance ausgelegt ist, das sehr, sehr schnell und responsiv agieren kann. Und vor allen Dingen, wir denken immer, dass wir das CMS für die Redakteure und für die Anwender im Marketing bauen. Und auch da haben wir bei Kirby eine sehr, sehr coole User Experience im Backend vorgefunden, ein sehr, sehr leanes, sehr, sehr passendes, einfaches User Interface, das sich sehr, sehr gut und modern anfühlt. Und das ist für uns auch ein ganz entscheidendes Kriterium, dass die Leute, die jeden Tag damit arbeiten müssen oder dürfen, quasi sich da auch sehr wohl damit fühlen. Wir haben dann Storybook verwendet, um den Modulbaukasten als Living Style Guide umzusetzen, um quasi eine zentrale und lebende Dokumentation zu schaffen, die auch direkt an der Implementierung, am Code quasi dranhängt. Und im Frontend ist es so, dass wir mit Nuxt und Vue.js quasi ein sehr modernes JavaScript-Framework verwenden, das es uns eben ermöglicht, ein sehr dynamisches und interaktives User-Interface zu bauen. Wir haben hier natürlich Marketing-Seiten, die Inhalt kommunizieren, aber wir gehen eben auch immer mehr in diesen Bereich Personalisierung rein und wollen eben User-Interfaces, die sich sehr, sehr haptisch und sehr, sehr interaktiv anfühlen. Und da helfen uns eben auch solche Frameworks, wie wir sie hier einsetzen. Und in der Infrastruktur ist es so, dass wir bei BrainLab schon länger auf Cloudflare setzen, als CDN-Anbieter, aber auch natürlich, was das ganze Thema Web Security und Firewall anbelangt. Und hier jetzt in diesem Headless-Setup auch ein Edge-Netzwerk eben nutzen, wo wir quasi das Frontend-Delivery sehr, sehr nah am Endanwender aufsetzen können, weil wir hier natürlich eine weltweite Zielgruppe haben. Bekommen wir so das auch hin, dass die Applikation immer geografisch auch da quasi sitzt, wo der Nutzer auch sitzt und sich das Ganze eben auch sehr, sehr smooth und schnell anfühlt.
Genau. Wenn wir uns das jetzt anschauen, wenn wir die letzten 12 Monate betrachten, dann gibt es, glaube ich, noch 2 Learnings, die jetzt mal losgelöst sind von dem, was wir da erstellt haben, die man nochmal mitnehmen kann. Das eine ist, es braucht eine Vision, es braucht eine Zielsetzung, wo wir damit hinwollen. Und das muss nicht nur das CMS sein, sondern das darf auch was Größeres sein, wo wir hingehen wollen, wo wir damit hinwachsen wollen über die Jahre hinweg, weil nach dem Projekt ist vor dem Projekt an der Stelle. Und Ziel davon ist, diese Vision am Anfang des Tages zu haben. Das heißt, die Problemstellung wirklich, sich auch die Zeit zu nehmen, diese Problemstellung wirklich zu verinnerlichen, daraus die Lösungen abzuleiten und dann den Schritt weiterzugehen und sich zu überlegen, was dieses CMS denn mehr sein kann als nur die Lösungen auf die Probleme, die wir heute haben. Und sich dann auch die Zeit zu nehmen in der Auswahl. Also wir haben sehr viele unterschiedliche Lösungen angeschaut, wir haben uns sehr viele unterschiedliche Lösungen auch überlegt, um dann am Ende des Tages auf eine Lösung zu kommen, wo wir sagen, damit wollen wir gehen, damit wollen wir auch sicher in die Zukunft gehen. Und das Zweite ist, und das ist genauso wichtig, die echte Nutzung entscheidet. Viel zu oft ist es so, dass man in Runden zusammensitzt, wo keiner der finalen Leute da sitzt, der am Ende des Tages diese Inhalte pflegen soll oder der einem wirklich sagen kann, wie sich ein Aufbau von einer Webseite wirklich anfühlen muss. Und auch hier war es für uns absolut essentiell, quasi schnell an den Punkt zu kommen, wo wir das Interface testen können, wo wir das Interface mit Leuten testen können, die das wirklich am Ende des Tages tagtäglich verwenden wollen, um auf der Basis dann auch nochmal Änderungen zu machen. Es gab diverse Momente, wo wir UI-Entscheidungen im Backend auch wirklich wieder über den Haufen geworfen haben, um zu sagen, wir haben eine andere Idee, eine bessere Idee, wie wir da eine Usability herstellen können, die am Ende des Tages langfristig auch nachhaltiger für uns und für die Leute, für die Online-Editoren ist. Und an der Stelle muss man sich auch einfach die Zeit nehmen und sollte sich die Zeit auch nehmen, das CMS quasi nicht nur auf die Beine zu stellen, sondern dann wirklich auch in der Realität zu prüfen und nochmal den Schritt nach vorne zu gehen. Genau, und der dritte und letzte Punkt, der uns eben enorm wichtig ist, ist, viele von Ihnen werden vielleicht jetzt sagen, das ist ja, hoffentlich werden Sie das sagen, ein cooles Projekt, das wir jetzt gesehen haben, aber das klingt natürlich auch noch sehr, sehr viel Aufwand und noch sehr viel, ja, was da an Energie und Zeit drin steckt. Und wir können nur immer sagen, da sollte man keine Angst davor haben. Natürlich ist das ein komplexes Projekt, was wir gerade gezeigt haben, aber es ist am Schluss komplett tailor-made. Das heißt, dieses Projekt hat eigentlich kein Gramm zu viel, würde ich sagen. Es ist genau passend für die Anforderungen gebaut worden. Und wenn man jetzt heute vor der Aufgabenstellung steht, sich zu überlegen, wie ich quasi mein Marketing zukunftsfähig aufstelle, und ich denke, die Herausforderungen, die wir auch gezeigt haben, Personalisierung, AI und so weiter, die stellen sich uns allen ja in irgendeiner Ausprägung, dann kann ich eigentlich immer nur sagen, einfach machen, ja? Keine Angst davor haben. Natürlich sind diese Themen heute komplex, aber wenn man nie damit anfängt, werden sie auch nicht einfacher. Das heißt, es ist einfach wichtig, loszulegen, Gefühl dafür zu bekommen, genau diese Themen am Anfang richtig die Zeit zu investieren und dann tailor-made, genau auf die Anforderungen passend, genau die Lösungen zu suchen, und dann werden diese Projekte auch entsprechend handlich und man kann sich dort drin gut bewegen. Und das ist eigentlich das Entscheidende, ins Umsetzen, ins Tun zu kommen und dann sich an der Anwendung entlang zu hangeln. Genau, das ist es, was wir heute Ihnen zeigen wollten. Einen kleinen Einblick in unser Projekt. Vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, was noch für Fragen aus dem Publikum gibt. Erstmal vielen Dank euch beiden. Gerade auch für mich als Content Manager war das ein sehr, sehr spannender Input. Da verging die Zeit tatsächlich sehr schnell. Uns haben auch schon einige Fragen aus dem Chat erreicht, aber nochmal an Sie, liebe Teilnehmer, wenn Sie noch Fragen haben, jetzt ist die Gelegenheit, die in den Chat zu stellen. Derweil starten wir schon mal, und da kam eine relativ anfangs sehr einfache Frage, aber vielleicht auch gar nicht so einfach. Die geht an den Georg. Wie wird man denn Technical Evangelist? Ja, also erstes Mal braucht man dafür natürlich eine Firma, die bereit ist, solche Jobtitel sich auszudenken. Das macht Schalk & Friends. Das ist die erste Voraussetzung. Und dann denke ich, bei einem Technical Evangelist muss man natürlich irgendwie die Beine in 2 Bereichen haben. Man braucht eine hohe Affinität für Technologie und man muss mit Technologie kreativ umgehen können und Lösungen finden können. Aber man muss auch mit den Business-Themen umgehen können und dann auch Lust haben, das, was wir heute gemacht haben, das zu kommunizieren und darüber zu sprechen. Also
Technologie ist das eine, aber das Kommunizieren von Technologie und das Finden von Lösungen für das Geschäft ist das andere. Und ich bin mir aber auch sicher, viele Leute sind Technical Evangelist, haben aber ganz andere Jobtitel. Deswegen, das sind, denke ich, da die Themen dafür. Auf jeden Fall sehr vielseitig. Ja. An den Jakob kam dann noch die Frage, die ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht, aber vielleicht, also zumindest auch mit deinem Arbeitsalltag zu tun hat. Was bedeutet modernes Marketing in der Medizintechnikbranche? Modernes Marketing in der Medizinbranche bedeutet in erster Linie, so früh wie möglich, so lang wie möglich mit unseren potenziellen Neukunden zu reden. Keine Kaufentscheidung für die BrainLab-Produkte passiert von heute auf morgen. Selten ist es so, dass ich heute in eine Position komme, wo ich quasi diese Kaufentscheidung sofort treffen muss. Das heißt, unser Ziel ist es quasi langfristig mit unseren Kunden zu reden, langfristig mit potenziellen Neukunden zu reden und an den Punkt zu kommen, wo wenn diese Kaufentscheidung ansteht oder die Frage nach einer Lösung ansteht, wo ein Problem existiert, das BrainLab on the top of their mind ist am Ende des Tages. Und das geht auf der einen Seite natürlich durch ansprechende Inhalte, durch klar kommunizierte Inhalte. Wir haben hochkomplexe Produkte, die wir versuchen müssen, irgendwie trotzdem ansprechend und auch leicht verständlich zu erklären, sowohl für die Leute, die fachfremderen Leute, als auch für unsere potenziellen Neukunden. Es kam eine Frage, mit der ihr vielleicht schon gerechnet habt, vielleicht auch nicht, nämlich die Frage nach dem Kostenrahmen und nach der Laufzeit des Projekts. Vielleicht wollt ihr dazu noch kurz was sagen. Ja, die Laufzeit waren jetzt knapp 12 Monate bis zum heutigen Datum, quasi von dem ersten, okay, wir müssen jetzt wird es Zeit, bis zu, okay, wir haben uns für eine Technologie entschieden und jetzt machen wir uns mal Gedanken darüber, was denn wirklich der Gesamtscope ist und nicht nur die Core-Pillar davon, bis jetzt hierhin, wo wir quasi kurz vor dem finalen Launch des Systems stehen und damit rausgehen wollen. Die Kosten sind natürlich, würde ich jetzt sagen, in einem Projekt wie diesem einfach stark unterschiedlich, abhängig davon, wie viel man machen möchte und wie viel unterschiedliche Anforderungen man da auch an den Tag wirklich legt. Ich glaube, das Kernsystem selbst ist schnell aufgesetzt. Das macht jetzt keinen Unterschied mehr zu einem klassischen CMS wie WordPress oder Typo 3 an dieser Stelle zum Beispiel. Aber die Frage ist dann, wie viel einem noch einfällt in den Backlog-Grooming-Meetings, in den Vision-Meetings und was man so alles macht, um dieses Projekt voranzutreiben. So wie mit fast jedem Projekt, ne? Sehr viel Spielraum, genau. Genau. Dann kam noch eine Frage, und zwar, inwiefern macht es Sinn, für eine einzige Corporate-Website ein Headless CMS zu verwenden? Also ihr habt ja jetzt von verschiedenen Websites gesprochen, eben, ihr habt bei BrainLab ja auch einige. Macht es für eine einzige auch Sinn? Erstmal würde ich natürlich auch da wieder sagen, das ist so pauschal nicht zu beantworten. Das ist ja immer meine Standardantwort, eigentlich auf fast alle Fragen. Genau, aber ich würde sagen, erstmal ja, es kann Sinn machen, aber man muss es natürlich im Detail anschauen. Es gibt viele gute Gründe, Headless einzusetzen. Hier bei BrainLab haben wir, finde ich, ein Best Practice dafür, wann es wirklich sehr, sehr viel Sinn macht. Oder aus meiner Sicht sogar gar nicht anders vorstellbar wäre. Bei einer einzelnen Webseite muss man immer aufpassen, dass man die Komplexität nicht übersteigert, weil natürlich Headless auch bestimmte Komplexitäten mit sich bringt. Aber es hat eben immer diese Vorteile von mehr Agilität, mehr Flexibilität, leanere Systemlandschaft dann auch in der Long Run quasi. Und man kann im Frontend natürlich auch mehr machen, wenn es um skalierte Delivery-Geschichten geht. Also ich quasi eine Webseite habe mit hoher Last, mit Traffic Peaks, dann kann ich in der Frontend-Infrastruktur auch viel mehr machen. Deswegen würde ich immer sagen, in die Anforderungen noch mal genauer reinschauen, auch überlegen, was ist so der Scope des Projektes, was sind so die Features, was ist natürlich auch die Vision, das haben wir hier eben sehr, sehr genau gemacht und mit dieser Vision dann auch das Zielbild zeichnen können. Und dann gibt es viele Fälle, wo ein Headless CMS auch für eine einzelne Webseite sehr, sehr viel Sinn macht. Es mag aber auch Fälle geben, wo man merkt, vielleicht fährt man mit einem klassischeren Setup sogar besser. Das muss man immer abwägen und das ist tatsächlich was ich sehr, sehr gerne mache, weil ich nie ein Freund bin von so eindeutigen Antworten, sondern immer draufschauen auf das, wie was funktioniert, was die Anforderungen sind und dann die passgenaue Lösung quasi zu finden. Das ist eigentlich immer die beste Strategie. Da habe ich gleich noch eine Frage für dich, die dir genauso gut gefallen wird, bestimmt. Nämlich, ist das System für jede Branche einführbar?
Absolut. Die kann ich eindeutig beantworten. Sehr gut. Absolut. Wir haben natürlich jetzt hier bei BrainLab ein paar Dinge gesehen, die sind sehr MedTech-spezifisch, zum Beispiel dieser Content Approval Workflow. Der existiert natürlich als Framework auch, hat aber natürlich jetzt genau die Geschäftslogik, genau die regulatorischen Anforderungen, auch die internen Prozesse, die Zertifizierungen, die da draufhängen, die bildet der natürlich genau ab. Aber das, was wir hier gezeigt haben, funktioniert für jede Branche. Und wir brauchen in jeder Branche eine Content-Architektur, ein Taxonomie-Konzept kann ich immer gut gebrauchen. Und dann ist das sehr, sehr agnostisch erstmal, weil der Need, wie ich kommunizieren muss, ist immer der gleiche. Also ich kommuniziere immer mit anderen Menschen und da ticken wir alle relativ ähnlich. Und das, wie ein Marketeer im Backend eine Sache aufbaut, da habe ich auch mittlerweile die Meinung, dass sich das für viele Leute ähnlich cool anfühlt, was wir da getan haben. Das heißt, das, was wir da gezeigt haben mit dem Layout-Bilder und so, das ist auch für andere Leute cool. Das ist für BrainLab cool, aber es wird auch für andere Leute viel Spaß machen, so zu arbeiten. Das hat dann auch gar nicht so viel mit der Branche zu tun. Sah auf jeden Fall sehr intuitiv aus und ich komme ja aus einer ganz anderen Branche, also für mich war das auch so. Ähm, Dann kommt eine vorletzte Frage, nämlich zu eurer Softwarelösung bzw. zu eurer Infrastrukturlösung Kirby. Könnte die sich so weiterentwickeln, dass es nicht mehr zu BrainLab passt? Updatet ihr Kirby fortlaufend oder plant ihr eine Art BrainLab Kirby? Also die einfachste Frage ist natürlich, wir updaten das natürlich jetzt regelmäßig ab dem Punkt, wo wir das quasi in Betrieb nehmen oder eigentlich jetzt schon während dem Projekt natürlich, weil wir wollen natürlich, dass das auf dem Stand der Dinge bleibt. Also das ist aber, glaube ich, gilt für jede Software, die ich heute mache. Die wenigsten Webseiten sind ja eigentlich Wegwerfprodukte, sondern ich will ja irgendwie immer schauen, dass das quasi wartbar bleibt. Also muss ich meine Software updaten. Planen wir ein BrainLab Kirby? Nun, das ist ja genau der Charme von so einem CMS. Also wir haben ein Framework CMS gefunden und ich würde sagen, wir haben jetzt schon ein BrainLab Kirby, weil wir das so auf den Punkt customized haben, dass es für BrainLab super passt. Aber es ist immer noch Kirby. Wir sind updatefähig, wir arbeiten am Core entlang und wir haben die Features des Systems auch genutzt. Und das ist eigentlich das Coole. Wir haben nicht, oft muss man gegen Systeme arbeiten, wenn wir dieses Level an Customizing erreichen wollen möchte, was wir jetzt geschaffen haben. Und hier fühlt es sich sehr, sehr natürlich an, weil das System eben für diese Art von Anpassung ausgelegt ist. Wir hoffen natürlich schon, dass wir irgendwie auch Dinge vielleicht in den in den Kirby Core auch vielleicht reinbekommen oder vielleicht irgendwelche Features, die als Inspiration wieder dienen können für das System. Genau, und die erste Frage war ja, ob wir irgendwann Kirby outgrown, ob wir irgendwann denken, dass das System vielleicht nicht mehr passend ist. Und da können wir jetzt, denke ich, auch nicht in die Glaskugel schauen. Wir haben jetzt eine Entscheidung getroffen auf Basis von dem, was wir wissen. Und das ist auch die einzige Entscheidung, die ich erstmal treffen kann. Vor 3 Jahren hätte keiner über generative AI gesprochen und heute spricht jeder jede Minute darüber. Das heißt, es ist oft sehr, sehr schwierig zu verstehen, was in der Zukunft passiert. Ich denke oder wir denken, wir haben eine sehr, sehr nachhaltige und gute Lösung gefunden, die uns auf jeden Fall die nächsten Jahre übertragen wird. Aber der Charme an dieser Architektur ist ja auch wieder, dass wir kleinere Puzzlesteine haben und dass wir im schlimmsten Fall vielleicht auch mit CMS austauschen können, ohne die Gesamtarchitektur ins Wackeln zu bekommen. Und deswegen würde ich zum jetzigen Zeitpunkt nie irgendwas ausschließen, aber wir sind uns jetzt gerade schon sicher, dass wir was geschaffen haben, das uns lange trägt. Das wünschen wir euch auf jeden Fall auch und es klingt ja auf jeden Fall danach. Eine Frage kam noch zum Thema persönliche Frage im Nachgang, beziehungsweise wie man euch beide erreichen kann, falls eben persönlich noch individuelle Fragen zu klären sind. Also sowohl der Georg als auch ich sind auf LinkedIn und da beide offen für Fragen. Ja, meldet euch gerne. Alles klar, super. Dann habe ich noch eine letzte Frage, nämlich du hast es vorhin selber gesagt, Jakob, nach dem Projekt ist vor dem Projekt. Was kommt denn als nächstes für Brandon? Naja, also die nächsten Iterationen sind, glaube ich, soweit klar. Also die Exploration und die Weiterentwicklung von dem ganzen Teilbereich AI sind auf jeden Fall einer der großen Fokuspunkte, die wir betreiben. Der nächste ist absolut die Kundenpersonalisierung und da über diese API-Landschaft, die wir heute geschaffen haben, sukzessive mehr und mehr von den Systemen, die wir heute auch schon am Markt haben, die Customer-Facing sind, noch anzuschließen und da im Endeffekt auch den Gateway in die BrainLab-Welt der Online-Services rein stärker auszubreiten und den Inhalt passgenauer zu machen.
Bleibt auf jeden Fall weiterhin spannend. Jetzt sind keine neuen Fragen mehr dazu gekommen. Ah doch, eine letzte können wir noch schnell stellen. Funktioniert die Personalisierung über eine Integration von CRM und CMS? Ja. Wahrscheinlich. Wir haben bei BrainLab tatsächlich auch ein eigenes Identity Management oder einen eigenen Single Sign-On, die sogenannte BrainLab-ID. Und die ist natürlich wieder mit dem CRM integriert und wir verschränken die Taxonomien miteinander und führen dann im Frontend schlussendlich alles zusammen. Genau, und dann kommen noch die Kommunikationsplattformen dazu, die da auch noch mitreden wollen für WhatsApp und E-Mail-Marketing und dann hat man so den ganzen Bauchladen der Möglichkeiten. Vielen Dank euch. Ja, wie gesagt, wenn weitere Fragen sein sollten, ihr habt es gesagt, beide über LinkedIn erreichbar. Sich immer wiederholende Marketingprozesse sind automatisiert. Das Headless CMS ist agil und frei gewordene Ressourcen nutzt ihr jetzt lieber für neue Innovationen. Sie sehen, liebe Teilnehmer, was BrainLab in Kooperation mit Schalk Friends bereits geschafft hat, liegt durchaus im Bereich des Möglichen. Nach dem Input und den zahlreichen Fragestellungen von heute hoffe ich sehr, dass Sie auch persönlich thematisch ein gutes Stück weitergekommen sind. Wenn Sie sich selbst in Sachen Headless CMS auf dem Weg zu mehr Zukunftssicherheit befinden, wünschen wir Ihnen dabei viel Erfolg. Nicht zuletzt aber bleibt mir ein Wort des Dankes an unsere beiden Referenten, Georg und Jakob. Vielen Dank für euren Input, eure Expertise aus der Praxis und für eure Zeit. Ich bin sicher, diese Hands-on-Mentalität hat nicht nur mich gleich direkt gepackt. Ihnen, liebe Teilnehmer, sage ich ebenso herzlichen Dank für Ihre Zeit. Bleiben Sie uns gewogen. Wir freuen uns, wenn Sie sich weiterhin auf maconomy.de informieren. Und vielleicht sehen wir uns ja bei nächster Gelegenheit wieder. Bis dahin sage ich A, machen Sie es gut. Und B, die beste Aufforderung steht auf der letzten Slide, die Sie gerade noch sehen. Keine Angst, einfach machen. Vielen Dank.